Hallo, liebe Stickgemeinde, ich begrüße euch herzlich zum Monatsupdate April. Ja, dieses Mal bin ich pünktlich dabei mit meinem Update zum Monatsanfang und auch das Wetter ist für den Monatsanfang Mai hervorragend. Wir haben aktuell 25 Grad und für den Samstag, das wäre der 3. Mai, sind sogar 29 Grad prognostiziert. Also richtiges Sommerwetter und eignet sich hervorragend, um draußen auf der Terrasse zu sticken. Ja, bevor wir starten, möchte ich mich noch bei allen Zuschauern recht herzlich bedanken, denn nur durch eure Däumchen, durch eure Kommentare und durch eure Abos, die ihr hinterlässt, wächst der Kanal stetig. Und ich möchte noch betonen, ich schätze das wirklich sehr, dass ihr meinen Kanal ansieht, meine Videos ansieht. Es ist nicht selbstverständlich für mich. Gut, dann kommen wir zum Monatsupdate. Was habe ich heute für euch? Ich habe ein Finish, ich habe 6 Whips und zum Abschluss noch ein Embroidery Kit, wo ich Fortschritte gemacht habe. Ich habe mir gedacht, wir starten mit dem Finish, danach kommen die Whips. Diesmal habe ich eine Reihenfolge. Wir beginnen mit dem kleinsten Bild bis zum größten Bild und dann zum Abschluss das Embroidery Kit und danach noch meine Pläne, was ich demnächst noch an Videos geplant habe. Ja, starten wir mit dem Finish. Ihr kennt es, es gab dazu auch ein eigenes Video. Ich werde hier noch das Vorherbild einblenden, wie es im Monat März ausgesehen hat. Ja, jetzt ist es ein Finish. Es ist der Poppy Lighthouse von der Firma Joy Sunday, gestickt auf 14 Count Aida. Es war ein Vordruckbild. Mittlerweile ist es natürlich auch ausgewaschen. Es sind alles volle Kreuze, viele Backstitches und die French Knots habe ich durch Perlen ersetzt. Ja, mehr möchte ich eigentlich zu diesem Bild nicht sagen, da es ja ein eigenes Finish-Video dazu gibt. Nur noch kurz, ich habe es gestartet im Februar diesen Jahres und jetzt im April beendet. Wie ich das Ganze fully finische, weiß ich noch nicht. Ich habe auch den Eindruck, ich glaube, man sieht das auf der Kamera nicht, dass das Rot doch ein bisschen ausgeblutet hat, denn hier wirkt der Stoff ein bisschen rosa. Aber ich sehe schon man sieht es nicht auf der Kamera und es ist jetzt auch nicht wirklich auffällig. Ja, das war der Leuchtturm der Firma Joy Sunday. Ja, ich habe auf der Seite meine Notizen, dass ich euch ein bisschen was zu den Bildern erzählen kann. Auch wie viel ich geschafft habe und etc. Ihr werdet ja das gleich hören. Und das erste WIP. Das kleinste, wie gesagt, wir starten mit dem kleinsten. Auch das ist von der Firma Joy Sunday. Es sind die Gänse und heißt, man kann sie auch hier lesen, for Mushrooms. Also hier beim Bild zu sammeln, die 2 Gänse. Es ist also ich habe das im Rahmen einer Kooperation mit der Firma VIP Cross Stitch ausgesucht. Das Bild hat 30 Farben, wird 56 Kreuze hoch und 43 Kreuze breit. Das wären dann über 4000 Stiche, aber durch das es ja ein Teilbild ist, sind das sicher um 1000 Stiche weniger. Ja, ich sticke es auf 14 Count Aida, vorgedruckt, wie man sehen kann. Und es war auch ein Neuanstich in diesem Monat, das heißt, ich habe es im April gestartet.
Ja, was habe ich geschafft? Man sieht diese blauen Stiche hier, das sind halbe Kreuze, also der Hintergrund. Und dann hier sind die Pilze schon fertig und das ganze Gras. Auch hier gibt es diese grün- oder gelb-grünen Stiche, sind auch halbe Kreuze. Ich werde das ein bisschen näher bringen, weil es ist so ein kleines Bild. Ja, hier sieht man diese halben Kreuze. Wie sieht das hinten aus? Ja, hier kann man doch ein bisschen mehr erkennen, was ich schon gestickt habe. Also speziell hier und hier noch das Blau. Ja, es ist mein Handtaschenprojekt. Ich habe das meistens dabei, wenn ich irgendwo hinfahre, und wenn ich dann ein bisschen Zeit finde, daran zu sticken, hole ich es raus. Ja, trotzdem ist da viel daran zu machen, denn es fehlen dann ja natürlich noch die ganzen Backstitches und es gibt auch French Knots. Hier überlege ich auch wieder, ob ich die nicht wieder durch kleine Perlen ersetze. Ja, das war ja dann Bild Nummer 1 for Mushrooms, die Gänse von der Firma Joy Sunday. Wir kommen zum nächsten Bild. Auch das kennt ihr schon, falls ihr die Stick mit mir schaut, denn da habe ich mit euch gemeinsam gestickt. Also Stick mit mir, ja, aber das Format nenne ich ja Stickzeit. Ja, das ist, Moment, meine Notizen. Das Seaview Girl, auch von der Firma Joy Sunday, habe ich selbst gekauft in einem China-Shop. Es hat 41 Farben und wird 148 Stiche hoch und 109 Stiche breit. Ja, es ist fast ein Vollbild, das heißt, es werden so um die 16.000 Kreuze insgesamt. Nur hier am Rand, wie man sehen kann, werden einige Kreuze nicht gestickt. Ja, das Ganze sticke ich auf 16 Counter I, der Vordruck, und auch das war ein neuer Stich in diesem Monat. Das heißt auch im April neu angefangen. Ich komme jetzt ein bisschen näher. Hier oben habe ich schon fertig, diesen Teil. Wir haben ja hier, soweit ich weiß, in diesem Blau-Grau haben wir gemeinsam gestickt. Ja, das Bild ist recht einfach zu sticken. Es ist wirklich viel Color Blocking. Es hat keine halben Kreuze, sondern es sind rein Vollkreuzbild. Und es hat auch keine French Knots, nur noch eine Menge Backstitches zum Abschluss. Aber da sind wir ja noch weit entfernt, bis ich dahin komme. Ich denke, jetzt im Mai werde ich euch wieder in einem Stick mit mir mitnehmen. Man kann hier wirklich super miteinander sticken, weil wirklich so viel Color Blocking ist. Eignet sich hervorragend für dieses Videoformat. Ja, das wäre das Seaview Girl von Joy Sunday. Dazu muss ich sagen, es gibt noch zwei andere Mädchen, das Lavendelmädchen und das Sonnenblumenmädchen. Die zwei anderen habe ich noch nicht gestartet und habe ich jetzt auch noch nicht vor, muss ich sagen, da ich ja viele andere Projekte in Arbeit habe. Und ja, kommt gut raus, aber wie gesagt, sehr einfach zu sticken, das Ganze. Und wir kommen zum nächsten Projekt, dem dritten WIP. Auch das kennt ihr von der Stickzeit, wo wir gemeinsam gestickt haben. Es ist der Erdbeerzwerg von der Marke Spring. Ich habe es selbst gekauft in einem China-Shop. Das Ganze hat, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich sehe 58 Farben, sieht man hier.
und 4 Farben, Mischfarben. Ja, das Ganze wird 217 Stiche mal 217 Stiche groß. Ich sticke es auf 14 Count Aida, wobei ich sagen muss, ich wollte eigentlich 16 Count Aida haben, aber das war zu diesem Zeitpunkt ausverkauft. Vorschaubild gibt es in dem Fall auch nicht, also Entschuldigung, ein Vorherbild gibt es nicht, ein Vorschaubild natürlich schon, denn ich habe das Bild auch dieses Monat neu gestartet, also auch im April ein Neuanfang. Ja, was habe ich geschafft? Man sieht es hier wirklich sehr schön. Der große Teil der Mütze ist fertig. Die Erdbeere ist fertig und die kommt wirklich sehr gut raus. Ich sticke gerade an der nächsten Erdbeere und hier an den Blättern. Ja, ich denke mir, auch da kann ich euch dann wieder mitnehmen nächstes Monat bei einer weiteren Stickzeit. Hier zum Beispiel die Farbe 36 eignet sich wunderbar für ein gemeinsames Sticken und ja, da könnt ihr dann dabei sein, wenn ich wieder sticke. Ja, das ist der Erdbeerzwerg von der Firma Spring. Auch hier habe ich noch einen zweiten Zwerg gekauft, den Herbstzwerg. Auch den habe ich noch nicht gestartet. Ja, auch auf 14. Nein, der Herbstzwerg, Entschuldigung, der Herbstzwerg ist auf 16 Count Aida. Gut, kommen wir zum 4. WIP. Das ist toll. Das kennt ihr nämlich noch gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe schon ewig nicht daran gestickt. Ja, oh, hier meine ganzen backenden Fäden. Ja, besonders an den Mustern mit viel Konfetti backe ich sehr gerne und Teilbilder oder Bilder mit viel Color Blocking sticke ich gern Cross Country. Nur so jetzt zur Erklärung mal dazu. Ja, was haben wir hier? Das ist ein Bild von Heaven and Earth Design. Es ist ein Mini, es heißt Rose Tattoo. Ich blende euch hier wieder das Vorschaubild ein. Vorherbild habe ich noch nicht, da ich bis jetzt noch kein Foto davon gemacht habe. Ja, es ist von Heaven and Earth Design. Die Künstlerin heißt, ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen, denn es ist eine französische Künstlerin, Sabine Rich oder Rich. Ja, habe das Ganze gekauft auf der Heaven and Earth Website. Das Bild wird 347 Stiche hoch und 225 Stiche breit. Ja, wie weit bin ich? Was habe ich gestickt? Ich habe dieses Monat 1153 Stiche daran gemacht. Ich habe diese Seite fertiggestellt, also die Seite ist hier und habe diese Seite fertiggestellt und dann noch in der nächsten Seite diesen Teil gestartet. Ja, wie gesagt, 1153 Stiche, bin jetzt aktuell bei 31.290 von insgesamt 78.075 Kreuzen. Das heißt, ich habe 40,08% geschafft. Leider noch nicht einmal die Hälfte. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe das Bild im Januar 2022 gestartet. Ja, es ist schon über 3 Jahre her und ein Ende ist noch immer nicht in Sicht. Ja, ich habe so viele andere Projekte, an denen ich gerne sticke, dass das Ganze jetzt ein bisschen hinten angestellt ist. Der Stoff ist leider auch schon sehr schmutzig. Ja, hat es doch oft in der Hand schon. Ja, es ist ein 18 Count Aida in so einem
beige-gelben Ton. Ja, aber ja, das Gesicht kommt sehr gut raus, also wirklich so entsprechend dem Vorschaubild. Eigentlich ein schönes Motiv, aber momentan habe ich nicht so Lust daran zu sticken. Das heißt, auch im Mai werde ich höchstwahrscheinlich nicht daran sticken. Gut, das wie gesagt das Mini Rose Tattoo von Heaven and Earth Design. Dann kommen wir zum 5. WIP. Das kennt ihr wieder. Da habe ich jetzt wirklich jedes Monat konsequent daran gestickt. Ich zeige es euch mal als ganz. Es ist, man sieht, sehr lang. Es wird auch 440 Stiche hoch. Und ja, es ist die Aqua Lady von der Firma Waterbiz. Ein Vordruck, wie man sehen kann. Leider auch, noch einmal muss ich das erwähnen, ein schlechter Vordruck. Ja, habe es gekauft bei Waterbiz auf der Website. Es wird, wie gesagt, 440 Stiche hoch und 314 Stiche breit. Ich muss mal die Fäden darunter geben, meine gebarkten Fäden. Insgesamt sind es 138.160 Kreuze und ich habe dieses Monat wirklich, also da habe ich am meisten daran gestickt, 6.100 Kreuze gemacht. Das ist ein Zuwachs von 4,41% und insgesamt bin ich jetzt auf 11,5%, also ich habe die 10% Marke geknackt. Ja, das Bild hat 50 Farben. Ich habe es im Januar gestartet und ja, was ist dazugekommen? Eine Menge. Ich denke bis daher, also dieser ganze Part ist dazugekommen, diese 6.100 Stiche. Ja, obwohl der Druck so schlecht ist, sticke ich komischerweise wirklich sehr gerne daran. Ich sticke halt mit der Papieranleitung. Und ja, ich komme gut voran. Es ist zwar hier in dem Bereich der Haare sehr viel Konfetti, aber der Rest lässt sich sehr gut sticken. Vielleicht nehme ich euch dabei dann einer Stickzeit auch mit. Hier diese großen Flächen eignen sich ja wunderbar dafür. Zur Firma Waterbiz möchte ich noch sagen, ja, die Kits haben sich wirklich sehr verbessert, wie ich bei anderen YouTube-Kollegen bereits gesehen habe. Der Druck ist wirklich viel besser, es gibt auch viel mehr Zubehör. Also ich habe da scheinbar so ein Montagsprojekt erwischt mit dem schlechten Druck. Also ja, ist halt Pech. Ja, also ich denke, im Monat Mai werde ich wieder daran sticken, weil es mir, wie gesagt, wirklich Spaß macht, daran zu sticken. Und ich schon wirklich auf die ganzen Fortschritte gespannt bin, wie das dann rauskommt. Ja, hier sticke ich, wie man sieht, auch mit barkenden Fäden, wie halt so meistens auf meinen Vollbildern. Ja, Aqua Lady von der Firma Waterbiz. Und dann wären wir auch schon beim letzten WIP, was ich euch zeigen kann. Das heißt die Nummer 6. Und das ist diesmal ein großes Projekt. Ich zeige es euch mal als zur Gänze. Sehr groß. Und es ist die Laterne von der Firma Spring, gekauft beim China-Shop. Es wird 362 mal 362 Stiche groß, also quadratisch. Ich sticke es auf 16 Count AIDA Vordruck. Das Bild hat 90 Farben und ja, insgesamt 131.044 Kreuze und da bin ich auch über 10%.
Ich bin jetzt bei 10,91% und habe dieses Monat 2800 Stiche geschafft. Und das war jetzt dieser obere Teil der Laterne und der Stern und hier die Blätter. Ja, ich komme jetzt langsamer voran, denn in der Laterne sind wirklich sehr viele Konfettistiche. Und ja, es war ein Zuwachs von 2,14%. Habe das ganze Bild eigentlich im Dezember 2024 gestartet. Ja, und habe jetzt einmal 10% geschafft. Also langsam, langsam geht es dahin, aber stetig. Ob ich jetzt im Mai daran sticke, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, es geht wirklich sehr langsam voran und das Ganze, ja, bremst meinen Spaß daran ein bisschen. Daher, ja, lasst euch überraschen. Kann sein, dass ich daran sticke oder auch nicht. Ja, die Laterne von der Firma Spring. Und da wären wir auch schon am Ende der ganzen Kreuzstich-Kits. Und was fehlt noch? Es ist das Embroidery Kit. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. So sieht das jetzt aus. Ja, es ist dieses Halloween-Bild mit dem Kürbis. Im Vorher-Bild seht ihr, hatte nur diese Blüte da oben und dieses Gras oder was es ist. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht, zum einen von mir, weil mir also der Kürbis gefällt mir eigentlich nicht so, wie ich ihn gestickt habe. Muss aber zu meiner Entschuldigung sagen, es ist auch mein erstes Embroidery Kit. Also ich habe das vorher noch nie gemacht. Ja, und zum Zweiten, was mir auch noch nicht gefällt, sind die Farben, wie das Bild jetzt rauskommt. Also diese Blätter, diese Farbzusammenstellung gefällt mir eigentlich hier gar nicht. Wobei diese Blätter hier gefällt mir wieder sehr gut. Der Kürbis, ja, das liegt an mir. Ja, es ist nicht so geworden, wie ich es gern hätte. Ich habe keine Ahnung, wie ich am besten diese Rundung jetzt mit diesen langen Stichen da reinbringe. Durch das sieht das ein bisschen komisch aus. Ich kann es euch ja gern von der Nähe zeigen. Also ja, und auch die Farben hier, das gefällt mir nicht so gut. Hier die Blumen sind sehr schön geworden, diese weißen Blumen. Die Blätter hier gefallen mir auch sehr gut. Ja, diese Blätter auch sehr schön. Aber diese Farbzusammenstellung, also ehrlich gesagt, ich blende euch auch das Vorschaubild ein, nicht nur das Vorherbild, dass ihr mal seht, wie das auf dem Vorschaubild rauskommt. Ich überlege jetzt natürlich, ob ich überhaupt weiter daran sticken soll, denn es ja, ist ein bisschen enttäuschend, das Ganze. Aber andererseits bin ich doch neugierig, wie es dann rauskommt, wenn alles fertig ist. Aber ja, vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wie man hier das am besten abbilden kann, diese Rundungen beim Kürbis, weil das sieht nicht gut aus, leider. Ja, das wäre das dann. Das wäre alles, was ich euch zu zeigen habe. Ja, ich habe doch an eine Menge gestickt. Wie sieht es jetzt aus mit den Plänen für Mai? Ich möchte mit euch ein paar Stickzeiten machen. Dann natürlich am Monatsende dann wieder das Monatsupdate. Aktuell ist noch eine Kooperation unterwegs, die ich mir ausgesucht habe. Es ist ein Bild von der Firma Fairy Brand. Ja, auch ich bin auf diesem Hype
aufgesprungen und wollte auch mal testen, etwas von der Firma Fairy. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein Unboxing dazu. Ja, und ansonsten, ja, das wäre es dann auch schon. Natürlich kann immer spontan noch was dazukommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, wenn ihr mir vielleicht ein Däumchen hinterlässt oder ein nettes Kommentar oder alle, die noch nicht meinen Kanal abonniert haben, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss.